Er konnte nicht tanzen, aber schrieb Songs, zu denen die Welt tanzte. Doc Pomus, geboren 1925 in Brooklyn in New York, war ein Mann im Rollstuhl mit einer Stimme voller Blues und einer Hand voller Magie für das Songwriting. Ja, wir wollen heute mal einer interessanten Sache auf den Grund gehen. Die verlorenen Elvis-Songs, Doc Pomus enthüllt. Elvis Presley! Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von In Elvis Veritas. Ich bin Gerd, begrüße euch alle wieder ganz herzlich. Alle, die schon zu den über 2300 Fans meines Kanals gehören, heiße ich herzlich willkommen zurück. Alle, die neu sind, erstmalig herzlich willkommen. Es würde mich freuen, wenn dir mein Video gefällt, und du kannst das durch einen Like und ein Abo mir zeigen. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, der Record Store Day 2025, ich habe bereits ein Video darüber gemacht, ich verlinke es euch oben, hat, was Elvis Presley betrifft, 3 Veröffentlichungen gebracht, davon 2, die ich in dem Video damals vorgestellt habe, und ich habe noch eine dritte erwähnt, die ich persönlich für die spannendste der 3 halte, obwohl wir darauf nicht ein einziges Mal Elvis Presley hören. Ganz einfach, wir haben eine Doppel-LP bekommen mit Demos von Songs, die Doc Pomus geschrieben hat, die aufgenommen wurden für Elvis, die zum Teil sein Co-Partner Mort Schumann eingesungen hat, und die Acetate wurden dann Elvis im Studio sozusagen übergeben, und er hörte sich die Songs an und suchte sich aus, was ihm gefiel, und nahm dann einzelne Songs auf. Ich muss sagen, es ist wirklich eine großartige Doppel-LP, die wir hier bekommen haben, und wir hören tatsächlich Elvis-Songs in ihrer ursprünglichsten Fassung, und wir hören auch Songs, die für Elvis geschrieben wurden, die Elvis aber gar nicht aufgenommen hat, und wir hören Songs, die eingereicht wurden für Elvis-Filme, aber dann bekam ein anderer Song den Zuschlag. All das in meinem neuen Video. Ja, kommen wir zunächst zum Label Omnivore Records, ein Label, das in Los Angeles im Jahr 2010 gegründet wurde und sich auf Restaurierung alter Aufnahmen unterschiedlichster Stile spezialisiert hat, hat sich diese Veröffentlichung für den Record Store Day 2025 vorgenommen. Viva Doc Pomus Songs for Elvis The Demos, eine wirklich spannende Doppel-LP mit 30 bislang, zumindest ist das die offizielle Angabe, nicht veröffentlichten Demoaufnahmen von Songs für Elvis, die ihm vorgeschlagen wurden, oder zum Teil auch Songs, die Elvis gar nicht aufgenommen hat. Etliche hat er aufgenommen, wir werden gleich darauf zu sprechen kommen. Schauen wir kurz mal ein bisschen auf die Biografie von Doc Pomus. Doc Pomus war als Kind an Polio erkrankt und musste die meiste Zeit seines Lebens entweder im Rollstuhl verbringen oder er musste Krücken benutzen. Ursprünglich war Doc Pomus ein Bluessänger gewesen, auch unter diesem Namen aufgetreten. Recht früh erkannte er sein Talent als Songwriter und es gelang ihm, wirklich große Hits zu schreiben für ganz unterschiedliche Künstler. So zum Beispiel den bekannten Hit Save the Last Dance for Me für die Drifters. Save the last dance for me. Oder den Song Teenager in Love von Diane and the Belmonts. Why must I be a teenager in love? Und auch den Klassiker der 60er Jahre, Sweets for My Sweet. Sweets for my sweet, sugar for my honey, your first sweet kiss thrills me so. Zusätzlich war er auch ein engagierter Songschreiber für Elvis Presley, und wir werden jetzt mal uns einige dieser Songs vornehmen. Natürlich kann ich nicht die ganze Doppel-LP mit euch besprechen, aber ich habe mir ein paar Songs herausgesucht, die ich besonders eindrucksvoll finde, die uns ganz tolle Einblicke geben, nicht nur in das Songwriting, sondern auch, was Elvis daraus gemacht hat oder was er vielleicht hat liegen lassen. Bevor wir zum Inhalt dieser Doppel-LP kommen, zunächst mal ein kleiner Blick auf das, was uns hier geboten wird. Die Hülle, die LP, wir schauen mal rein.
Diese Doppel-LP Viva Doc Pomus Songs for Elvis The Demos wurde auch beworben mit einem Trailer im Internet. Wir schauen mal rein. And Marie's the name of his latest flame. Leaving now, leaving now, leaving now. I'm gonna get back home somehow. I'm girl happy, ain't that a shame? I'm only living once and coming back again. I'm girl happy for any old dame. It doesn't matter who, why, what, or where. Wir finden darunter so große Hits wie A Mess of Blues, Suspicion, She's Not You, dann bedeutende Filmsongs wie zum Beispiel Viva Las Vegas, What Every Woman Lives For aus dem Film Frankie and Johnny, Girl Happy aus dem gleichnamigen Film oder I Need Somebody to Lean On für den Film Viva Las Vegas. Wir hören mal kurz ein paar Ausschnitte und ich werde dann auf ein paar Beispiele gesondert eingehen von Songs, die Elvis gar nicht aufgenommen hat, aber für Elvis geschrieben wurden. I'm gonna catch the next train going and leave my blues behind. 'Cause since you're gone, I got a mess. Since you're gone, I got a mess of blues. Every time you kiss me, I'm still not certain that you love me. Every time you hold me, I'm still not certain that you care. Every time you kiss me, I'm still not certain that you love me. 'Cause she's not you. Cause she's not you. Marie's the name of his latest flame. And Marie's the name of his latest flame. Just can't stand this waiting. 'Cause your lips are lips I long to know. I just can't stand this waiting. He may not be the kind you find in picture books, a real life hero with dashing. He may not be the kind you find in picture books. I'm girl happy for any old dame. It doesn't matter who, why, what, or where. Girl happy as I'm girl happy. Girl happy, can't you see? Ja, soweit diese Ausschnitte. Für den Film Kissin' Cousins hat Doc Pomus auch einen Song eingereicht, kam aber nicht zum Zug. Es wurde sich bekanntermaßen für einen anderen Song entschieden. Aber wir hören mal rein, was Doc Pomus Elvis angeboten hatte als Titelsong für Kissin' Cousins. Even though we fuss and fight, we're kissing cousins. We end up kissing and holding tight. We're kissing cousins. But we're kissing cousins. That's what makes it alright, 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 alright. Ebenfalls interessant ist, dass Doc Pomus für den Film Clambake einen Titelsong vorgeschlagen hat, komponiert hat, eingeschickt hat, der auch von Elvis nicht aufgenommen hatte. Wir hören mal rein. Tonight we're gonna have a climb, baby. I'm gonna shine my love a light. Everybody gonna have a climb, baby. Auch für den Titelsong zu Double Trouble hat Doc Pomus eine interessante Vorlage gegeben, die Elvis weitestgehend umgesetzt hat, aber es gibt doch ein paar kleine Unterschiede. Oh, there's a reason that I go on living like I do. Although my life may sometimes seem a little strange to you. Some guys fall in love with one girl, I got a fall for two. There's just so much love in that one heart's supposed to do. Ebenfalls einen Song eingereicht hatte Doc Pomus für den Film Easy Come, Easy Go. Easy come, easy go. Here today and gone in a
Ebenfalls interessant ist, dass der Film Speedway 1968 eigentlich Potluck heißen sollte, also der Glückstopf. Es geht ja um Autorennen und Doc Pomus hat für Speedway auch einen Song geschrieben, der natürlich logischerweise nicht Speedway hieß, sondern Potluck. Auch da hören wir mal rein, eine sehr interessante Aufnahme und wie ich finde, deutlich besser als das, was Elvis dann auf dem Speedway Soundtrack Album als Titelsong veröffentlicht hat. Down, pistons pound, plenty of engine ripping the ground. Home Speedway. Ja, wie ist eure Meinung zu diesen Songs? Gefallen sie euch besser als das, was Elvis dann daraus gemacht hat? Oder sagt ihr, naja, die Elvis-Versionen waren schon die steigeren als die Doc Pomus hier eingereicht hat bei den Filmen, wo eben er nicht zum Zug kam? Ich würde mich brennend für eure Meinung interessieren. Die verlorenen Elvis-Songs, findet ihr sie besser oder schlechter? Wie gesagt, schreibt in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei wart. Nächste Woche wird es eine spannende Story geben zu einem Elvis-Song, der jahrzehntelang, verschüttet war, verloren war und dann wie Phönix aus der Asche aufgetaucht ist. Freut euch auf mein Video nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao und Servus, euer Gerd. Long live the King. Also eine Demo wäre eigentlich auch mal was für mich. Ich könnte auch mal Demo einsingen, könnt es mal einschicken. Was meint ihr? Mein Elvis lebt nicht mehr, aber vielleicht gibt es einen anderen, der das singt. Wäre doch mal was, oder? Wie seht ihr das? Ciao.